Willkommen bei Verlaufgeschichte, an einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Genau in dem Moment, in dem man ihnen sagt, dass alles in Ordnung sei, verkaufen sie ihre Aktien. Jeff Bezos hat innerhalb von nur 6 Wochen Amazon-Aktien im Wert von $4 Milliarden abgestoßen. Mark Zuckerberg wiederum verkaufte innerhalb von 9 Monaten Meta-Aktien im Wert von $3,5 Milliarden. Der CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, hat nach 18 Jahren erstmals Aktien seiner eigenen Bank verkauft. Diese Menschen wissen etwas, dessen sie sich noch nicht bewusst sind. Und was hier geschieht, ist keine gewöhnliche Portfolioumschichtung. Dies ist eine Fluchtbewegung. Vom Aktienmarkt findet ein systematischer, organisierter und groß angelegter Kapitalabzug statt. Lesen Sie bis zum Ende weiter, denn das, was Sie hier erfahren, ist keine bloße Theorie. Es ist ein Leitfaden, der zeigt, wie Milliardäre ihr Vermögen Schritt für Schritt absichern, bevor sich große Katastrophen anbahnen. Wenn Sie die aktuellen Signale richtig zu deuten wissen, haben Sie möglicherweise noch die Chance, Ihren Strategien zu folgen, solange noch Zeit ist. Insiderverkäufe. Zahlen lügen nicht. Beginnen wir mit einem faktenbasierten Einstieg. Starten wir mit dem SEC-Formular 4. Jeder CEO, jede Person mit Insiderwissen und jeder Großaktionär ist verpflichtet, Käufe und Verkäufe von Aktien des eigenen Unternehmens zu melden. Diese Daten sind öffentlich zugänglich, und sie erzählen oft eine Geschichte, die zum Nachdenken zwingt. Im Jahr 2024 erreichten die Insiderverkäufe ein Volumen von 17 Milliarden US-Dollar, der höchste Stand seit dem Jahr 2000. Damit wurden die Spitzenwerte aus den Jahren 2007 und 2021 deutlich übertroffen. Wann haben wir solche Niveaus zuletzt gesehen? Unmittelbar vor dem Platzen der Dotcom-Blase und kurz vor der globalen Finanzkrise. Das Verhältnis von Verkäufen zu Käufen liegt bei einem alarmierenden Wert von 12 zu 1 für jeden Dollar, den Insider kaufen, verkaufen sie Aktien im Wert von $12. Das ist kein Zufall, das ist eine klare Fluchtstrategie. Doch es gibt einen noch auffälligeren Punkt. Wer genau verkauft hier eigentlich? Jeff Bezos, einer der reichsten Menschen der Welt. Bereitet er einen Fluchtplan vor? Im Zeitraum Februar bis März 2024 verkaufte Jeff Bezos Amazon-Aktien im Wert von 4 Milliarden US-Dollar. Das entspricht rund 12 Millionen Aktien, und es war seine erste groß angelegte Veräußerung seit dem Jahr 2020. Die offizielle Begründung lautet, persönliche Finanzplanung. Doch der entscheidende Punkt ist das Timing. Bezos verkaufte, als die Amazon-Aktie bei rund 180 US-Dollar notierte. Kurz darauf begann der Kurs zu fallen. Doch der eigentlich entscheidende Aspekt liegt woanders. Bereits im Jahr 2020 zog Jeff Bezos von Seattle nach Miami um. Warum? Florida erhebt keine bundesstaatliche Einkommensteuer. Dadurch spart Bezos über 400 Millionen US-Dollar an Steuern. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte. Florida kennt zudem keine Erbschaftssteuer, verfügt über starke Gesetze zum Vermögensschutz und bietet eine unbegrenzte Homestead Exemption. Bezos bereitet sich darauf vor, sein Vermögen zu schützen. Für den Fall einer Krise, explodierender Steuern oder eines Staates, der verzweifelt nach Geld sucht. Das ist kein Zufall, das ist strategische Planung. Mark Zuckerberg. Die stille Verkaufsstrategie. Zwischen Januar und Dezember 2024 verkaufte Mark Zuckerberg Meta-Aktien im Wert von insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht rund 29 Millionen Aktien und stellt den größten jährlichen Aktienverkauf seines Lebens dar. Doch hier zeigt sich ein klares Muster. Er verkauft nicht auf einmal. Stattdessen veräußert er seine Aktien monatlich, regelmäßig und systematisch. In kleinen Tranchen, unterhalb des öffentlichen Radars. Diese Methode ist als 10b5-1-Plan bekannt, ein vorab programmierter Verkaufsplan. Nach außen wirkt alles automatisiert und harmlos. Doch die Fakten zeigen etwas anderes. Die Verkäufe beschleunigen sich deutlich. 2021 zu 500 Millionen US-Dollar, 2022 zu 800 Millionen US-Dollar, 2023 1,2 Milliarden US-Dollar, 2024 voraussichtlich 3,5 Milliarden US-Dollar. Erkennen Sie das Muster? Die Verkäufe steigen exponentiell. Warum sollte der Gründer und CEO eines Unternehmens seine eigenen Aktien derart aggressiv verkaufen? Es gibt nur 2 plausible Erklärungen. Entweder glaubt er nicht mehr an die Zukunft des Unternehmens, oder zumindest nicht an die aktuellen Bewertungen. Meta wird derzeit mit einem KGV von etwa 25 gehandelt. Das ist hoch. Zuckerberg weiß, wenn die Bewertungen komprimieren, kann der Wert von Meta um bis zu 50% fallen. Deshalb verkauft er jetzt,
solange die Preise noch auf Höchstständen liegen. Jamie Dimon gilt als der Banker, der niemals verkauft hat. Genau das macht diesen Fall so bemerkenswert. Seit 2005 ist Dimon CEO von JP Morgan. 18 Jahre lang hat er keine einzige Aktie seiner eigenen Bank verkauft. Nie, er predigte stets Vertrauen, betonte, dass er an seine Bank glaube und langfristig halte. Doch im Februar 2024 geschah das Unerwartete. Jamie Dimon verkaufte erstmals in seiner Karriere Aktien. 1 Million JP Morgan Aktien, im Wert von rund 151 Millionen US-Dollar. Sein erster Verkauf überhaupt, das ist kein Zufall. Jamie Dimon gehört zu den bestinformierten Bankern der Welt. Er sitzt bei Fed-Meetings, kennt die Zahlen des US-Finanzministeriums und hat Einblick in Entwicklungen, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Wenn ein Mann mit diesem Wissensstand verkauft, ein Mann, der jahrelang sagte, ich glaube an meine Bank, ich halte meine Aktien, was sagt das über das System aus? Es sagt nur eines, selbst die Banken glauben nicht mehr an Stabilität. Warren Buffett ist inzwischen zum größten Verkäufer von allen geworden. Die Cash-Bestände von Berkshire Hathaway sollen bis Ende 2024 auf rund 180 Milliarden US-Dollar ansteigen. Das entspricht etwa 50% des gesamten Portfolios, der höchste Cash-Anteil in der Geschichte des Unternehmens. Doch entscheidend ist nicht nur, dass er verkauft, sondern was er verkauft. Seine größte Position, sein Lieblingsunternehmen, Apple. Buffett hat inzwischen rund die Hälfte seiner Apple-Aktien veräußert, Verkäufe im Gesamtwert von über 100 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich hat er seine Beteiligung an der Bank of America reduziert und Dutzende kleinere Positionen vollständig liquidiert. Derzeit verkauft Buffett konsequent, doch neue große Investitionen tätigt er nicht. Seit über 18 Monaten hat Berkshire Hathaway kein einziges großes Investment mehr getätigt. Warum? Buffets eigene Worte liefern die Antwort. Die Preise sind zu hoch. Wir finden nichts Attraktives. Übersetzt heißt das, der Markt befindet sich in einer Blase. Und Buffett wartet, wie immer, auf den nächsten Einbruch, um dann günstig einzukaufen. Ray Dalio. Ein Wendepunkt für den All-Weather-Fonds. Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, führt einen der größten Hedgefonds der Welt. Sein berühmter All-Weather-Fonds, konzipiert für jede Marktphase, hat eine bemerkenswerte strategische Kehrtwende vollzogen. Im Jahr 2024 reduzierte Bridgewater das Aktienexposure drastisch, von 70% auf 40%. Gleichzeitig erhöhte man den Anteil von Cash und Anleihen auf 60%. Das ist die defensivste Positionierung seit der Finanzkrise 2008. Doch das eigentlich Bemerkenswerte ist, dass Dalio öffentlich von einem Paradigmenwechsel spricht. Er sagt nicht ausdrücklich, ein Crash kommt, aber er warnt deutlich, wir befinden uns am Ende eines Schuldenzyklus. Die nächsten 10 Jahre werden nicht aussehen wie die letzten 10. Cash wird nicht als wertlos gelten, vielmehr werden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das ist eine kodierte Botschaft. Und ihre Bedeutung ist klar, jetzt ist die Zeit zu verkaufen. Die Landkaufstrategie von Bill Gates ist besonders auffällig. Statt Aktien zu verkaufen, investiert er in großem Stil in Land. Inzwischen ist er der größte private Eigentümer von Ackerland in den USA. Insgesamt besitzt er rund 277.000 Acres, etwa 111.000 Hektar, in 18 Bundesstaaten. Warum dieser Weg? Weil Land nicht gedruckt werden kann und in Finanzkrisen, wenn Währungen an Wert verlieren und Inflation explodiert, seinen Wert behält. Noch wichtiger, Land produziert Nahrung. Und Nahrung wird immer gefragt sein. Gleichzeitig investiert Gates massiv in Kernenergie, insbesondere über TerraPower. Warum Atomenergie? Weil Energie die Grundlage von allem ist. Wenn das Finanzsystem kollabiert und Währungen wertlos werden, werden Energie und Nahrung zur eigentlichen Währung. Gates positioniert sich für eine Welt nach dem Staatssystem. Elon Musk, ein komplexes Profil. Elon Musk geht einen anderen Weg. Er verkauft nicht, um zu fliehen, sondern um zu finanzieren. Um Twitter zu übernehmen, verkaufte er Tesla-Aktien im Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar. Doch der entscheidende Punkt ist ein anderer. Musk wurde, ob er wollte oder nicht, zur Diversifikation gezwungen. Sein Vermögen war zuvor stark auf Tesla konzentriert. Heute ist es breiter gestreut. Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company. Diese Diversifikation mag aus der Not entstanden sein, doch das Ergebnis ist eindeutig. Die Abhängigkeit von einer einzelnen Aktie ist deutlich geringer. Sollte Tesla an Wert verlieren, aktuell wird die Aktie mit einem KGV von rund 75 gehandelt, hat Musk das Risiko, alles zu verlieren, erheblich reduziert. Das ist strategisches Risikomanagement.
Die 3 Phasen, in denen die Elite ihr Vermögen bewegt. Phase 1. Aufbau von Liquidität findet etwa 12 bis 18 Monate vor dem Crash statt. Insider beginnen leise zu verkaufen, unauffällig, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Sie verkaufen nicht alles, sondern lediglich 10 bis 20% ihrer Positionen. Gleichzeitig akkumulieren sie Cash und investieren in kurzfristige US-Staatsanleihen. Phase 2. Beschleunigung etwa 6 bis 12 Monate vor dem Crash. Die Verkäufe nehmen deutlich zu, 30 bis 50% der Positionen werden liquidiert. Die Öffentlichkeit bemerkt nichts, die Medien berichten weiterhin von einem starken Markt. Phase 3. Totale Flucht 0 bis 6 Monate vor dem Crash. Die Elite ist nahezu vollständig in Cash und sicheren Assets positioniert. 70 bis 90% des Vermögens sind geschützt. Dann kommt der Crash, und anschließend kaufen sie alles zu Centbeträgen pro Dollar zurück. Wo stehen wir heute? Die Insiderverkäufe befinden sich auf Rekordniveau. Die Cash-Positionen ebenfalls. Warnsignale sind überall sichtbar. Wir befinden uns derzeit zwischen Phase 2 und Phase 3. Zeitlich bedeutet das ein Fenster von etwa 6 bis 12 Monaten. Das bringt uns in Richtung Ende 2025 oder Anfang 2026. Ganz so, wie es bereits zuvor prognostiziert wurde. Wohin fließt das Geld? In sichere Häfen. Ja, Aktien werden verkauft. Doch die entscheidende Frage lautet, wohin geht dieses Kapital? Asset Klasse 1. Cash und kurzfristige US-Staatsanleihen. Die globale Elite parkt Milliarden in US-Treasuries mit Laufzeiten von 3 bis 6 Monaten. Hinzu kommen Geldmarktfonds, FDIC-versicherte Konten sowie eine Verteilung über mehrere Banken hinweg. Warum diese Strategie? Weil es um Liquidität und Flexibilität geht. Sie wollen schnell handeln können, sobald sie erkennen, dass der Boden erreicht ist. Asset Klasse 2. Gold und Edelmetalle. Zentralbanken kaufen Gold in Rekordmengen. Doch sie sind nicht allein. Auch Milliardäre verfolgen dieselbe Strategie. Ray Dalio bringt es auf den Punkt. Wenn ich kein Gold hätte, würde ich mich nackt fühlen. Gold gilt als die ultimative Versicherung gegen einen Zusammenbruch des Fiat-Währungssystems. Asset Klasse 3. Immobilien, aber selektiv. Nicht überteuerte Luxusimmobilien stehen im Fokus, sondern produktive Vermögenswerte. Ackerland, Mietimmobilien in stabilen Märkten, Lagerhäuser und Logistikzentren, also Assets, die laufenden Cashflow generieren. Asset Klasse 4, Energie und Rohstoffe. Ölrechte, Gasreserven, nukleare Investitionen, Rohstoffe, die das Fundament der Zivilisation bilden. Asset Klasse 5, private Equity und Distressed Assets. Buffett und andere Investoren mit ähnlicher Strategie bauen Cash auf, um zuzuschlagen, wenn alles billig ist. Private Unternehmen, Notverkäufe, Insolvenzauktionen. Sie bereiten sich darauf vor, die Trümmer nach der Krise aufzusammeln. Wie können Sie die Vermögensbewegungen der Reichen verfolgen? Hier ist eine praktische Anleitung. Sie sind vielleicht kein Milliardär, aber Sie können Ihre Investitionen und Strategien analysieren. Methode 1. SEC-Formulare 4 und 13f. Diese Dokumente sind vollständig öffentlich und kostenlos zugänglich. Nützliche Quellen sind unter anderem SEC.gov, die offizielle Plattform. whalewisdom.com, besonders benutzerfreundlich. dataroma.com, ideal zur Nachverfolgung der Portfolios ausgewählter Top-Investoren. Worauf sollten Sie achten? Auf ungewöhnlich hohe Insiderverkäufe. Zusätzlich ist der 13F-Bericht von Berkshire Hathaway ein entscheidender Hinweisgeber. Was kauft Warren Buffett? Was verkauft er? Wenn Buffett verkauft, ist das ein Signal, bei dem auch Sie innehalten sollten. Methode 2. Smart Money ETFs verfolgen. Einige ETFs bilden automatisch Insiderkäufe ab. Dazu gehören beispielsweise der NFO Insider Buying ETF und der Global X-Guru Index ETF. Beginnen diese ETFs jedoch zu verkaufen, ist das ein klares Warnsignal. Methode 3. Vergütungsberichte von CEOs analysieren. CEOs erhalten häufig Aktien als Bonus. Entscheidend ist jedoch die Frage: Verkaufen Sie diese Aktien sofort wieder? Wenn ja, deutet das darauf hin, dass Sie selbst nicht an die Zukunft Ihres Unternehmens glauben. Methode 4. Positionierung von Hedgefonds. 13F Reports. Große Hedgefonds sind verpflichtet, ihre Positionen vierteljährlich offenzulegen. Achten Sie besonders auf Akteure wie Bridgewater, Baupost Group und Appaloosa Management. Werden diese Fonds gleichzeitig deutlich defensiver, ist das Alarmstufe Rot. Methode 5. Immobilienbewegungen von Milliardären beobachten. Wenn Milliardäre plötzlich beginnen, Luxusimmobilien zu verkaufen, ist das ein weiteres Signal. Es bedeutet, sie werden liquide.
Und sie bereiten sich vor. Steuerflucht. Warum die Elite ihre Jurisdiktionen wechselt. Dabei geht es nicht nur um die Umschichtung von Vermögenswerten, sondern auch um den Standort selbst. Erkennen Sie ein Muster? Jeff Bezos zog von Seattle nach Miami, Florida. Ken Griffin, Citadel, wechselte von Chicago nach Miami. Elon Musk verlegte seinen Wohnsitz von Kalifornien nach Texas. Paul Singer, Elliott Management, zog von New York nach Florida. Was haben Florida und Texas gemeinsam? Beide Bundesstaaten erheben keine staatliche Einkommensteuer. Zudem verfügen sie über starke Gesetze zum Vermögensschutz, Homestead Exemptions und weitreichenden Schutz vor Gläubigern. Die Elite bereitet sich auf höhere Steuern, Vermögenskonfiszierungen und mögliche Kapitalverkehrskontrollen vor. Deshalb verlagert sie ihr Vermögen in Jurisdiktionen, in denen es am besten geschützt ist. Einige gehen noch weiter. International, Dubai, Singapur, die Schweiz, Monaco. Niedrige oder gar keine Steuern, starke Bankensysteme und umfassender Vermögensschutz. Das ist die ultimative Fluchtstrategie. Damit kommen wir zur entscheidenden Timing-Frage. Wann ist es zu spät? Die bittere Wahrheit lautet, sobald die Medien darüber berichten, ist es bereits zu spät. Erinnern Sie sich an 2008. Die Elite verkaufte im Jahr 2007. Die Öffentlichkeit erfuhr davon erst im September 2008, als der Crash bereits Realität war. Dieses Muster wiederholt sich immer wieder. Die Elite handelt leise und strategisch. Die Masse reagiert erst in Panik. Die entscheidende Frage lautet also, welche Warnsignale sollten Sie beachten, wenn die Zeit knapp wird? Signal 1. Der WIX-Index steigt über die Marke von 25. Das zeigt, dass Angst beginnt, den Markt zu dominieren. Signal 2. Insiderverkäufe überschreiten 20 Milliarden US-Dollar pro Quartal. Aktuell liegen wir für 2024 bei etwa 17 Milliarden US-Dollar. Noch nicht kritisch, aber sehr nah an der Schwelle. Signal 3. Warren Buffetts Cashquote steigt über 60%. Derzeit liegt sie bei rund 50%. Erreicht sie 60%, ist das ein ernst zunehmendes Gefahrensignal. Signal 4. Die Fed beginnt mit Notfallzinssenkungen. Werden plötzlich 50 Basispunkte oder mehr gesenkt, ist das kein Zeichen von Stärke, sondern von Panik. Signal 5. Credit Spreads weiten sich abrupt aus. Steigt der Renditeabstand zwischen riskanten und sicheren Anleihen über 500 Basispunkte, frieren die Kreditmärkte ein, und ein Crash wird unausweichlich. Was sollten Sie jetzt tun? Hier ist eine Checkliste auf Basis des Elite-Playbooks. Schritt 1. Liquidität aufbauen. Verkaufen Sie jetzt 20–30% Ihrer Aktien, nicht später. Schritt 2. Geografisch diversifizieren. Banken in verschiedenen Ländern, Vermögenswerte in unterschiedlichen Jurisdiktionen. Machen Sie sich nicht von einem einzigen System abhängig. Schritt 3. Physisches Gold kaufen. Allokieren Sie 10–20% Ihrer Liquidität in physisches Gold, nicht in ETFs oder Papierprodukte. Schritt 4. In produktive Assets investieren. Ackerland, vermietbare Immobilien, Energieinfrastruktur oder andere Vermögenswerte mit stabilem Cashflow. Schritt 5. Luxuskonsum reduzieren. Die Elite lebt vor Krisen sparsamer, spart und akkumuliert. Tun Sie dasselbe. Schritt 6. Krisenrelevante Fähigkeiten aufbauen. In Krisenzeiten sind anpassungsfähige Menschen am wertvollsten. Entwickeln Sie sich weiter und bleiben Sie flexibel. Ihre Fähigkeit, Einkommen zu erzielen, ist eines Ihrer wertvollsten Assets. Erlernen Sie gefragte Fähigkeiten und machen Sie sich unersetzlich. Doch vergessen wir nicht die dunkle Wahrheit. Etwas läuft schief, und Sie wissen es. Seien wir ehrlich, die Elite verkauft nicht aus Vorsicht. Sie verkauft, weil sie vorbereitet ist. Sie handeln mit Informationsvorsprung. Fed-Meetings, Treasury-Briefings, vertrauliche Berichte. Sie kennen die Zahlen, die nicht veröffentlicht werden. Sie sehen die Schuldenentwicklung. Sie wissen, dass die Mathematik nicht mehr aufgeht. Sie wissen, dass ein Reset kommt. Und mit diesem Wissen positionieren Sie sich entsprechend. In diesem Prozess wird Ihnen folgende Botschaft vermittelt: Bleiben Sie investiert und planen Sie langfristig. Doch Ihr tatsächliches Handeln zeigt genau das Gegenteil. Genau das ist das Spiel. So war es schon immer. Der Unterschied ist, jetzt sind auch Sie sich dessen bewusst. Die eigentliche Frage lautet: Was werden Sie jetzt tun? Werden Sie den Worten glauben oder dem Geld folgen? Die letzte Lektion lautet: Achten Sie nicht auf Worte, sondern auf Taten. Warren Buffett rät dazu, investiert zu bleiben. Was aber tut Warren Buffett selbst? Er verkauft und wartet in Cash. Ray Dalio empfiehlt Diversifikation. Was aber tut Ray Dalio? Er positioniert sich defensiver. Jamie Dimon sagt, die Wirtschaft sei stark.
Was aber tut Jamie Dimon? Er verkauft zum ersten Mal seit 18 Jahren seine eigenen Aktien. Erkennen Sie das Muster? Was Sie sagen, richtet sich an die Massen. Was Sie tun, dient ausschließlich Ihnen selbst. Und Ihr Handeln zeigt eines ganz klar: Sie ziehen sich zurück. Hunderte Milliarden Dollar werden aus Aktien abgezogen und in Cash, Gold und Land umgeschichtet. Während Sie sich auf den Sturm vorbereiten, senden Sie der Öffentlichkeit die Botschaft: Alles ist in Ordnung. Doch Ihre Taten sagen etwas ganz anderes. Rette sich, wer kann. Die Eliten haben ihre Entscheidungen längst getroffen und ihr Vermögen bereits in Bewegung gesetzt. Die entscheidende Frage ist: Wann werden Sie Ihr eigenes Geld in Bewegung setzen? Denn wenn Sie warten, bis alles offensichtlich ist, werden Sie der Letzte sein, der versucht, den Ausgang zu erreichen. Und zu diesem Zeitpunkt ist die Tür bereits geschlossen. Folgen Sie dem Geld, nicht den Worten. Das ist eine Lektion, die die Eliten Ihnen niemals beibringen werden. Doch jetzt kennen Sie sie. Was Sie als nächstes tun, liegt ganz bei Ihnen. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.